Lektion 1. Snacks bis spät in die Nacht. Entschuldigung, gibt es hier im Hotel auch Nachtsnacks? Das ist eine tolle Frage. Einige Hotels bieten eine Snackbar für den nächtlichen Hunger. Ich hoffe wirklich, dass dies der Fall ist. Manchmal bekomme ich nach einem langen Tag Hunger. Ja, es ist schön, etwas zum Knabbern zu haben, während man in seinem Zimmer entspannt. Genau. Ich liebe es, bei einem Snack und einem guten Film abzuschalten. Ich auch. Dadurch fühlt sich das Hotel eher wie zu Hause an. Lassen Sie uns an der Rezeption nachfragen, welche Optionen verfügbar sind. Das klingt nach einem Plan. Ich würde gerne etwas Lokales ausprobieren, wenn es eines gibt. Ja, das Erleben lokaler Aromen ist auf Reisen immer ein Genuss. Lektion 2. Französische Küche. Ich möchte auch authentische französische Küche probieren. Für dieses Erlebnis sollten Sie ein Straßencafé besuchen. Sie haben die besten Gerichte. Das klingt perfekt. Ich habe gehört, dass Ihre Crepes und Croissants fantastisch sind. Ja, und sie im Freien zu genießen, macht das Erlebnis noch reizvoller. Absolut. Es ist eine wunderbare Art, in die lokale Kultur einzutauchen. Außerdem können Sie die Leute beobachten, während sie ihr Essen genießen, was immer Spaß macht. Ich liebe diese Idee. Suchen wir nach einem hochbewerteten Café, das wir besuchen können. Ja, und wir können auch Einheimische um Empfehlungen bitten. Ich freue mich darauf, gemeinsam einige wundervolle französische Aromen zu genießen. Lektion 3. Kommunikation verstehen. Es ist interessant, wie Kommunikation funktioniert. Er grunzte jemanden an, der in der Ferne gewesen sein musste. Ja, manchmal sagen nonverbale Hinweise so viel mehr als Worte. Genau. Ein einfaches Grunzen kann auf verschiedene Emotionen oder Reaktionen hinweisen. Es ist faszinierend, wie wir uns auch ohne klare Sprache verstehen können. Ja, der Kontext spielt eine wichtige Rolle bei der Interpretation von Gesten und Geräuschen. Kommunikation ist wirklich eine Kunst, die über das bloße Sprechen hinausgeht. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen interagieren. Es verrät viel über ihre Beziehungen. Absolut. Lassen Sie uns dieses Thema weiter erforschen. Es ist so reichhaltig und komplex. Ich freue mich darauf, mehr über die Nuancen der Kommunikation zu diskutieren. Lektion 4. Pausen machen. Auf jeden Fall ist es wichtig, eine Pause von unserem geschäftigen Leben zu machen. Ja, ein Abstand von unseren Routinen kann unseren Geist und unsere Seele erfrischen. Ich finde, dass selbst eine kurze Pause mir helfen kann, meine Konzentration und Energie wieder zu gewinnen. Genau. Es ist erstaunlich, wie ein paar Momente der Entspannung die Produktivität steigern können. Wir unterschätzen oft die Bedeutung der Ruhe für unser allgemeines Wohlbefinden. Wahr. In unserem hektischen Alltag ist es wichtig, der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen. Ich habe angefangen, Pausen in meinen Tag einzuplanen und das hat einen großen Unterschied gemacht. Das ist eine tolle Idee. Ermutigen wir uns gegenseitig, die notwendigen Pausen einzulegen. Ja, lasst uns für eine bessere Gesundheit ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Entspannung schaffen. Lektion 5. Buchladenbesuch. Da drüben gibt es einen Buchladen, fangen wir da an. Großartig. Ich brauche außerdem ein neues Buch für das Wochenende. Das ist also der perfekte Zeitpunkt.
Ich liebe es, durch Buchhandlungen zu stöbern. Es ist, als würde man in eine Schatztruhe treten. Ja, und der Geruch von Büchern fühlt sich immer so beruhigend und einladend an. Ich bin gespannt, welche Neuerscheinungen Sie in den Regalen haben. Ich auch. Ich hoffe, dass ich sofort etwas finde, das mein Interesse weckt. Schauen wir uns zunächst den Bereich Belletristik an. Das ist normalerweise meine Lieblingsgegend. Hört sich gut an. Ich genieße eine fesselnde Geschichte, die mich in eine andere Welt entführt. Ich kann es kaum erwarten, unsere Funde nach unserem Besuch bei einem Café zu teilen. Lektion 6. Spannende Abenteuer. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie für dieses Hoch zurückkehren müssen. Genau. Manchmal ist der Nervenkitzel eines Erlebnisses jeden ausgegebenen Cent wert. Auch wenn es bedeutet, dass Sie Ihr ganzes Geld ausgeben müssen, sind die Erinnerungen, die Sie schaffen, unbezahlbar. Ja, diese aufregenden Momente können lebensverändernd und unvergesslich sein. Ich erinnere mich an eine Reise, bei der ich mich verwöhnt habe, aber sie war jeden Cent wert. Es ist toll, auf diese aufregenden Abenteuer später zurückblicken zu können. Absolut. Sie erinnern uns an die Freude und Spontaneität des Lebens. Lasst uns bald etwas Aufregendes planen. Ich bin bereit für ein weiteres Abenteuer. Ich bin an Bord. Das Leben ist zu kurz, um aufregende Erlebnisse nicht zu genießen. Lektion 7. Innovationen in der Landwirtschaft. Im Laufe der Zeit erfand er Hunderte von Produkten, die aus Pflanzen hergestellt werden konnten. Das ist beeindruckend. Der Fokus auf Nachhaltigkeit kann zu erstaunlichen Innovationen führen. Ja, insbesondere bei Pflanzen wie Erdnüssen, die so vielfältig einsetzbar sind. Ich liebe es, wie kreative Denker einfache Zutaten in wertvolle Produkte verwandeln können. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Landwirtschaft durch Innovation weiterentwickeln kann. Absolut. Diese Fortschritte können auch zu einer gesünderen Ernährung beitragen. Ich bewundere diejenigen, die ihr Leben der Verbesserung landwirtschaftlicher Praktiken widmen. Ja, ihre Arbeit unterstützt sowohl die Wirtschaft als auch die Umwelt. Unterstützen wir weiterhin nachhaltige Praktiken in unserem täglichen Leben. Lektion 8. Kulturelle Einblicke. Die Besonderheiten und ihre nationalen Traditionen sind so faszinierend. Ich finde auch Winston Churchills Wahrnehmung von Führung sehr faszinierend. Ja, er hatte einen einzigartigen Ansatz, bei dem Belastbarkeit und Entschlossenheit im Vordergrund standen. Genau. Seine Ansichten über den Charakter haben seitdem viele Führungskräfte beeinflusst. Es ist interessant, wie unterschiedliche Kulturen unser Verständnis von Führung prägen. Absolut. Jede Tradition bringt wertvolle Lehren und Perspektiven mit sich. Es macht mir Spaß zu erfahren, wie sich kulturelle Hintergründe auf unsere Identität auswirken. Ich auch. Es erweitert unseren Horizont und hilft uns, Vielfalt zu schätzen. Lassen Sie uns diese Themen weiter erforschen. Sie bereichern unsere Gespräche erheblich. Lektion 9. Modeinspiration. Normalerweise schaue ich mir Modezeitschriften an und stöbere online nach Outfit-Ideen. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, über aktuelle Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, ich liebe es zu sehen, wie verschiedene Stile meine Garderobe inspirieren können. Genau. Mode ist eine Form der Selbstdarstellung, die so viel Spaß machen kann. Ich genieße es, Teile zu kombinieren, um einzigartige Looks zu kreieren.
Das ist das Beste daran. Durch die Personalisierung von Outfits werden sie zu etwas ganz Besonderem. Teilen wir unsere Lieblingsmodequellen und entdecken wir gemeinsam neue Stile. Absolut. Es wird Spaß machen, sich gegenseitig mit frischen Ideen zu inspirieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche neuen Looks wir uns einfallen lassen können. Lektion 10. Inneneinrichtung. Das hört sich großartig an. Haben Sie eine bestimmte Farbe für die Wände gewählt? Ja, ich habe mich für ein sanftes Blau entschieden. Es fühlt sich beruhigend und erfrischend an. Blau ist eine schöne Wahl. Es kann eine so friedliche Atmosphäre schaffen. Genau. Ich wollte eine Farbe, die mir hilft, mich nach einem langen Tag zu entspannen. Das ist klug. Die richtige Farbe kann einen Raum wirklich verändern. Ich habe auch vor, ein paar lebendige Akzente hinzuzufügen, um es hervorzuheben. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Es verleiht Ihrem Zuhause Persönlichkeit. Ja, ich bin gespannt, wie am Ende alles zusammenpasst. Sobald alles eingerichtet ist, veranstalten wir eine kleine Deko-Party. Lektion 11. Komplexe Probleme. Diese Situation ist komplex. Es ist nicht immer einfach, sich zurechtzufinden. Ja, es ist ein komplexes Thema, aber ich glaube an das Recht auf eine friedliche Lösung. Absolut. Dialog und Verständnis sind in diesen Diskussionen von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Das Finden einer gemeinsamen Basis kann zu effektiveren Lösungen führen. Es ist wichtig, alle Perspektiven anzuhören, um Harmonie zu fördern. Ja, Empathie spielt eine wichtige Rolle bei der friedlichen Lösung von Konflikten. Bemühen wir uns stets darum, in unseren Gesprächen Verständnis und Mitgefühl zu fördern. Definitiv. Es ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, zu einer friedlicheren Welt beizutragen. Ich setze mich für die Förderung eines positiven Dialogs ein, wo auch immer ich hingehe. Lektion 12. Feuchtes Leben. Wo ich wohne, ist es sehr feucht. Hitze und Feuchtigkeit machen es manchmal unangenehm. Das klingt herausfordernd. Luftfeuchtigkeit kann unser tägliches Wohlbefinden stark beeinflussen. Ja, dadurch fühlt sich alles klebrig an und es ist schwer, cool zu bleiben. Ich kann es mir vorstellen. Unter diesen Bedingungen ist es wichtig, Wege zu finden, der Hitze zu trotzen. Absolut. Ich verlasse mich oft auf eine Klimaanlage und auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Das ist klug. Bei diesem Wetter ist es wichtig, auf sich selbst aufzupassen. Ich genieße auch Outdoor-Aktivitäten, allerdings nur in den kühleren Tageszeiten. Das ist eine tolle Strategie. Die frühen Morgen- oder Abendstunden können viel angenehmer sein. Lassen Sie uns eine unterhaltsame Outdoor-Aktivität planen, wenn das Wetter genau richtig ist. Lektion 13. Skandinavischer Einfluss. Menschen, die aus den skandinavischen Ländern Nordeuropas kamen, haben ein reiches Erbe. Ja, viele Wörter, die mit den Buchstaben SK beginnen, haben ihre Wurzeln in dieser Kultur. Es ist faszinierend, wie Sprache uns mit unserer Geschichte und unseren Traditionen verbindet. Absolut. Diese sprachlichen Bindungen erzählen Geschichten von Migration und Anpassung. Ich liebe es zu erforschen, wie verschiedene Kulturen unsere Alltagssprache beeinflussen. Ja, es bereichert unser Verständnis der Welt und ihrer vielfältigen Menschen. Lassen Sie uns weiter über diese Zusammenhänge lernen, sie sind so faszinierend.
Definitiv. Sprache ist ein wunderbares Fenster in menschliche Erfahrungen. Ich kann es kaum erwarten, mehr über die Wörter und ihre Herkunft zu erfahren. Lektion 14. Relevante Erfahrung. Daher glaube ich, dass relevante Erfahrung und deren Übereinstimmung mit der Rolle sinnvoll sind. Absolut. Es ist wichtig hervorzuheben, wie Ihr Hintergrund zu den Stellenanforderungen passt. Haben Sie im Vorstellungsgespräch bestimmte Fähigkeiten erwähnt, nach denen Sie gesucht haben? Ja, Sie betonten die Bedeutung von Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit. Das ist interessant. Diese sind für die Zusammenarbeit an jedem Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung. Genau. Es ist großartig zu zeigen, wie Ihre bisherigen Erfahrungen diese Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ich bin zuversichtlich, dass meine bisherigen Projekte meine Fähigkeiten in diesen Bereichen widerspiegeln. Das ist ein wichtiger Punkt, den es anzusprechen gilt. Echte Beispiele können sehr überzeugend sein. Ich freue mich, meine Geschichte zu teilen und zu zeigen, wie sie Ihrem Team zugutekommen kann. Lektion 15. Backvorbereitung. Stellen Sie sicher, dass Sie den Ofen vorheizen, bevor Sie mit dem Teig beginnen. Es ist entscheidend für das Backen. Habe es. Das Vorheizen trägt dazu bei, dass der Teig beim Backen richtig aufgeht. Genau. Wie lange soll ich die Kekse backen, wenn wir sie fertig haben? Normalerweise dauert es etwa 10 bis 12 Minuten, kann aber je nach Rezept variieren. Gut zu wissen. Ich werde sie im Auge behalten, um ein Überbacken zu vermeiden. Ja, es ist eine gute Idee, sie 1 oder 2 Minuten vor Ablauf der Zeit zu überprüfen. Ich kann die leckeren Kekse schon fast riechen. Ich auch. Backen ist eine so befriedigende Art, die Zeit in der Küche zu genießen. Stellen wir sicher, dass wir alle Zutaten bereit haben. Lektion 16. Einen Laptop auswählen. Ich benötige einen Laptop mit mindestens 8 GB RAM und einem schnellen Prozessor. Das klingt nach einer klugen Wahl. Diese Spezifikationen eignen sich hervorragend für Multitasking. Ja, ich möchte sicherstellen, dass sowohl die Arbeit als auch das Spielen reibungslos funktioniert. Haben Sie sich schon einmal bestimmte Marken oder Modelle angeschaut? Ich habe über einige Optionen nachgedacht, möchte aber zunächst einige Rezensionen lesen. Das ist ein guter Plan. Die Überprüfung des Benutzerfeedbacks kann Ihnen dabei helfen, die beste Wahl zu treffen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich in einen zuverlässigen und effizienten Laptop investiere. Es ist wichtig, etwas zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht. Ich freue mich darauf, das Richtige zu finden. Es wird meine Arbeit so viel einfacher machen. Lektion 17. Lebensmitteleinkauf in großen Mengen. In einem Lebensmittelgroßhandel liegen alle Lebensmittel in den Behältern und Sie nehmen so viel, wie Sie möchten. Das ist richtig. Es ist eine großartige Möglichkeit, nur das zu kaufen, was Sie brauchen, ohne Verpackungsmüll. Ich liebe die Vielfalt, die Sie bieten. Es gibt so viele verschiedene Zutaten. Ja, und oft zu geringeren Kosten im Vergleich zu normalen Lebensmittelgeschäften. Es macht auch Spaß, neue Snacks und Getreideprodukte auszuprobieren, ohne sich auf große Mengen festzulegen. Genau. Darüber hinaus können Sie sie kombinieren und kombinieren, um Ihre eigenen einzigartigen Mischungen zu kreieren. Ich freue mich darauf, die Optionen zu erkunden und mich mit einigen wichtigen Dingen einzudecken. Machen wir eine Liste mit dem, was wir ausprobieren möchten, bevor wir losfahren. Gute Idee. Es wird uns helfen, organisiert zu bleiben und das Beste aus unserem Besuch zu machen. Lektion 18. Standort der Bushaltestelle.
Befindet sich die Bushaltestelle in der Nähe des Bahnhofs? Ja, es liegt direkt vor dem Bahnhof, was es super praktisch macht. Das ist großartig. Das spart uns Zeit, wenn wir einen Bus erreichen müssen. Absolut. Nach einer Reise müssen Sie nicht mehr lange mit schweren Taschen laufen. Ich weiß das zu schätzen, es macht das Reisen für alle viel einfacher. Außerdem ist es schön, bei der An- oder Abreise alles an einem Ort zu haben. Ich bin froh zu wissen, dass wir uns um die Transportlogistik keine Sorgen machen müssen. Ja, so können wir uns mehr darauf konzentrieren, unsere gemeinsame Zeit zu genießen. Schauen wir uns unbedingt den Busfahrplan an, um unsere Reisen effektiv planen zu können. Lektion 19. Schuhanpassung. Ausgezeichnete Wahl. Lassen Sie mich Ihre Füße auf die richtige Größe vermessen. Das klingt perfekt. Ich möchte sicherstellen, dass ich die bequemste Passform bekomme. Absolut. Richtig passende Schuhe können einen großen Unterschied im Komfort machen. Ja, vor allem, wenn ich sie stundenlang trage. Genau. Ich prüfe sowohl die Länge als auch die Breite, um die beste Übereinstimmung zu finden. Dankeschön. Es ist schön, jemanden zu haben, der weiß, wie wichtig Passform ist. Natürlich. Ich möchte, dass Sie sich in Ihren neuen Schuhen großartig fühlen. Das weiß ich zu schätzen. Es ist immer besser, vor dem Kauf sicher zu sein. Beginnen wir mit den Maßen und finden Ihr perfektes Paar. Lektion 20. Richtlinien zur Kleiderordnung. Was sind die spezifischen Richtlinien für die Veranstaltung? Keine Jeans, aber schicke Hosen oder Röcke sind akzeptabel. Das macht Sinn. Es ist wichtig, ein gewisses Maß an Professionalität aufrechtzuerhalten. Genau. Die richtige Kleidung kann dem Anlass wirklich den Ton geben. Ich muss meine Garderobe überprüfen, um zu sehen, was ich zusammenstellen kann. Ja, es ist eine gute Idee, Ihr Outfit im Voraus zu planen. Denken Sie, dass Accessoires eine gute Idee sind, um den Look aufzuwerten? Definitiv. Ein schöner Gürtel oder Schmuck können eine persönliche Note verleihen. Großartig! Das werde ich bei der Auswahl meines Outfits unbedingt berücksichtigen. Lektion 21. Zusätzliche Anfragen. Wenn Sie noch etwas brauchen, lassen Sie es mich einfach wissen. Könnte ich bitte ein paar zusätzliche Servietten bekommen? Natürlich. Ich bringe dir so viele, wie du brauchst. Dankeschön. Es ist immer gut, während der Mahlzeiten Extras zur Hand zu haben. Ja, besonders wenn etwas chaotisch ist. Genau. Ich schätze Ihre Hilfe. Es macht das Essen auswärts so viel einfacher. Überhaupt kein Problem. Ich möchte sicherstellen, dass Sie alles haben, was Sie zum Genießen Ihrer Mahlzeit benötigen. Das ist sehr aufmerksam von dir. Ich fühle mich gut aufgehoben. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Lasst uns daraus ein großartiges kulinarisches Erlebnis machen. Lektion 22. Snackauswahl. Manchmal esse ich Dinge, die mir nicht gut tun, wie Kartoffelchips und Süßigkeiten. Es ist einfach, sich solche Snacks zu gönnen, besonders wenn sie so lecker sind. Ja, ihnen kann man nur schwer widerstehen, besonders an Filmabenden. Ich verstehe vollkommen. Sich gelegentlich etwas Gutes zu tun, gehört dazu, das Leben zu genießen.
Das stimmt, aber ich möchte auch auf gesündere Entscheidungen achten. Balance ist der Schlüssel. Sie können Ihre Favoriten genießen und gleichzeitig gesündere Optionen integrieren. Genau. Ich könnte versuchen, selbstgemachte Snacks zuzubereiten, die nahrhafter sind. Das ist eine tolle Idee. Sie können mit verschiedenen Rezepten experimentieren. Ich freue mich darauf, eine gute Balance zwischen Genuss und Gesundheit zu finden. Lektion 23. Prärieprovinzen. Saskatchewan und Manitoba sind als Prärieprovinzen bekannt. Ja, sie haben so weite Landschaften und wunderschöne Naturlandschaften. Absolut. Die Prärien sind berühmt für ihre Weiten und ihre Landwirtschaft. Es ist interessant, wie die Geografie die Kultur und den Lebensstil dort prägt. Definitiv. Die Landwirtschaft spielt in der Wirtschaft dieser Provinzen eine bedeutende Rolle. Und in den Gemeinschaften herrscht oft ein enger Zusammenhalt, was sehr schön ist. Ich habe gehört, dass die Feste und Veranstaltungen dort die lokale Kultur wunderbar feiern. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, die Traditionen und das Erbe der Region kennenzulernen. Planen wir einen Ausflug, um die Prärien zu erkunden und mehr über sie zu erfahren. Lektion 24. Antike Tempel. Angkor Wat in Kambodscha war atemberaubend. Die alten Tempel waren wirklich bemerkenswert. Absolut. Die aufwendigen Schnitzereien und massiven Strukturen sind ein unvergesslicher Anblick. Ich war erstaunt, wie gut alles angesichts seines Alters erhalten ist. Ja, es ist unglaublich, über die Geschichte und Kultur hinter diesen Tempeln nachzudenken. Ein Spaziergang durch die Ruinen fühlte sich an wie eine Zeitreise in eine andere Zeit. Ich kann mir nur vorstellen, welche Geschichten diese Steine erzählen könnten, wenn sie sprechen könnten. Jeder Tempel hat sein eigenes einzigartiges Design und seine eigene Bedeutung, was faszinierend ist. Ich habe es genossen, etwas über ihren Zweck und die Rituale zu erfahren, die dort stattfanden. Es war eine demütigende Erfahrung, Zeuge eines so bedeutenden Teils der Geschichte zu werden. Lektion 25. Shuttle-Abholung. Okay, das werde ich auf jeden Fall tun. Wo holt der Shuttle ab? Der Shuttle hält direkt vor dem Haupteingang des Hotels. Das ist praktisch. Ich schätze, wie einfach Sie es den Gästen machen. Ja, es spart uns Zeit und Ärger, wenn wir unsere Mitfahrgelegenheit erreichen müssen. Ich möchte sicher sein, dass wir pünktlich sind, insbesondere wenn wir eine geplante Tour haben. Guter Gedanke. Es ist immer ratsam, etwas früher anzureisen, um Stress zu vermeiden. Ich werde die Abholzeiten noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass wir sie nicht verpassen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich freue mich auf unser bevorstehendes Abenteuer. Ich auch. Es wird eine fantastische Erfahrung und ich kann es kaum erwarten. Lektion 26. Bequeme Vorbereitung. Eindrucksvoll. Vergessen Sie nicht, bequeme Schuhe zu tragen und Sonnencreme mitzubringen. Definitiv. Wir werden viel laufen und Komfort ist der Schlüssel. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass meine Füße nach einem langen Tag nicht schmerzen. Und Sonnenschutz ist unerlässlich. Ich möchte keinen Sonnenbrand bekommen, während wir unterwegs sind. Ja, der Schutz unserer Haut ist genauso wichtig wie der Spaß an den Aktivitäten. Ich packe eine kleine Tasche mit allem Nötigen, damit wir bestens vorbereitet sind. Tolle Idee.
Es ist immer besser, zu gut vorbereitet zu sein als zu wenig. Absolut. Ich freue mich auf einen unterhaltsamen und sicheren Tag in der Sonne. Lasst uns das Beste aus unserer Zeit im Freien machen und jeden Moment genießen. Lektion 27. Ferienwohnungen. In einer Ferienwohnung bevorzuge ich eine Küche und einen Wohnraum. Das macht Sinn. Es fühlt sich wirklich wie ein zweites Zuhause an. Genau. Wenn wir eine Küche haben, können wir unsere Mahlzeiten selbst zubereiten, wenn wir möchten. Ja, und es gibt uns die Flexibilität, in unserem eigenen Tempo zu essen. Darüber hinaus eignet sich ein Wohnbereich perfekt zum Entspannen nach einem erlebnisreichen Tag. Ich stimme zu. Es ist schön, einen gemütlichen Bereich zum gemeinsamen Entspannen zu haben. Es trägt zum Gesamterlebnis bei und macht es angenehmer und gemütlicher. Definitiv. Ich liebe es, mich wie zu Hause zu fühlen, auch wenn wir im Urlaub sind. Suchen wir nach einem Mietobjekt, das diese Anforderungen für unsere nächste Reise erfüllt. Lektion 28. Waldschutz. Um Waldgebiete zu schützen, ist es wichtig, sie als Nationalparks auszuweisen. Ja, und es trägt dazu bei, zu verhindern, dass der Wald für die Entwicklung abgeholzt wird. Dies ist jedoch für arme Gemeinden, die auf diese Ressourcen angewiesen sind, sehr schwierig. Genau. Es ist eine Herausforderung, den Schutz mit den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung in Einklang zu bringen. Es erfordert eine sorgfältige Planung und Unterstützung, um sicherzustellen, dass alle davon profitieren. Ja, nachhaltige Praktiken können sowohl der Umwelt als auch der lokalen Wirtschaft helfen. Ich bewundere die Bemühungen, Gemeinden in Naturschutzbemühungen einzubeziehen. Das ist wichtig. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Menschen über die Bedeutung des Schutzes der Natur aufzuklären. Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, wie wir zum Umweltschutz beitragen können. Lektion 29. Stressbewältigung. Hey, wie bist du in letzter Zeit mit Stress umgegangen? Oh, es war eine ziemliche Herausforderung bei all dem, was da vor sich ging. Ich verstehe vollkommen, das Leben kann manchmal überwältigend sein. Ja, ich habe versucht, Wege zu finden, damit umzugehen, zum Beispiel kurze Pausen einzulegen. Das ist eine tolle Strategie. Schon ein paar Minuten Entspannung können helfen. Außerdem mache ich gerne Achtsamkeits- und Atemübungen. Das sind wirksame Techniken. Sie helfen wirklich dabei, den Geist zu zentrieren. Genau. Ich lerne, dass Selbstfürsorge für die psychische Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist. Lassen Sie uns Tipps austauschen und uns gegenseitig dabei unterstützen, besser mit Stress umzugehen. Lektion 30. Vorwärts gehen. Der Impuls der Zeitalter besteht darin, dass die Menschheit ihrem Ziel entgegengehen soll. Absolut. Fortschritt und Innovation sind für die menschliche Entwicklung von grundlegender Bedeutung. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie weit wir in verschiedenen Bereichen gekommen sind. Ja, und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zwingen uns oft dazu, neue Lösungen zu finden. Ich glaube, dass Ausdauer der Schlüssel zur Überwindung von Hindernissen ist. Genau. Aus unseren Fehlern zu lernen kann zu größeren Erfolgen führen. Jeder noch so kleine Schritt nach vorne trägt zu unserem Wachstum bei. Ja, es ist die Reise, die uns und unsere Zukunft prägt. Ermutigen wir uns weiterhin gegenseitig, unsere Träume und Ambitionen zu verwirklichen. Lektion 31. Mehrblick.
Wie wäre es, wenn wir nach Ocean View gehen? Es gibt wunderschöne Strände und einige schöne Wanderwege. Das klingt perfekt. Ich liebe es, Zeit am Wasser zu verbringen. Ja, und die Wanderwege bieten uns die Möglichkeit, die Natur zu erkunden. Ich bin begeistert. Die Kombination aus Strand und Wandern ist für mich ideal. Absolut. Wir können uns im Sand entspannen und anschließend eine malerische Wanderung genießen. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und gleichzeitig die Natur zu genießen. Schauen wir uns das Wetter an, um sicherzustellen, dass wir den besten Tag für unsere Reise auswählen. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass wir eine wunderbare Erfahrung machen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam Sonne zu tanken und die frische Luft zu genießen. Lektion 32. Aufgaben bearbeiten. Irgendwelche Tipps, wie man besser damit umgehen kann? Ich schlage vor, Aufgaben zu priorisieren und in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen. Das macht Sinn. Es kann sich weniger überwältigend anfühlen, wenn Sie jeweils nur eine Sache in Angriff nehmen. Genau. Die Konzentration auf jeweils eine Aufgabe kann die Produktivität steigern. Ich sollte mir auch realistische Fristen setzen, um meiner Verantwortung gerecht zu werden. Ja, das ist eine tolle Strategie. Es trägt dazu bei, einen stabilen Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten. Ich freue mich darauf, diese Tipps umzusetzen, um meinen Stress zu reduzieren. Ich bin mir sicher, dass Sie eine positive Veränderung in der Art und Weise feststellen werden, wie Sie Ihre Verantwortung Lassen Sie wahrnehmen. uns gemeinsam nachfragen, wie wir vorankommen. Lektion 33. Raumpräferenzen. Hallo, haben Sie Zimmerwünsche für unseren Hotelaufenthalt? Ja, wenn möglich, bevorzuge ich ein Zimmer mit schöner Aussicht. Das hört sich herrlich an. Ein Ausblick kann das Erlebnis wirklich bereichern. Ich stimme zu. Es ist schön, mit einer wunderschönen Landschaft draußen aufzuwachen. Wünschen Sie sich sonst noch etwas, etwa eine bestimmte Bettengröße oder Annehmlichkeiten? Für zusätzlichen Komfort wäre ein King-Size-Bett perfekt. Tolle Wahl. Ich werde dies unbedingt bei Ihrer Reservierung anfordern. Dankeschön. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, alles zu arrangieren. Natürlich. Ich möchte sicherstellen, dass Sie einen wundervollen Aufenthalt haben. Lektion 34. Schlafroutine. Nein, das habe ich nicht. Was soll ich tun, um meine Schlafroutine zu verbessern? Beginnen Sie damit, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Das macht Sinn. Konsistenz muss dabei helfen, meine innere Uhr zu regulieren. Genau. Es signalisiert Ihrem Körper, wann es Zeit zum Schlafen und wann zum Aufwachen ist. Ich sollte mir auch eine entspannende Schlafenszeitroutine einfallen lassen, um abzuschalten. Ja, Aktivitäten wie Lesen oder Meditieren können dabei helfen, Ihren Geist auf den Schlaf vorzubereiten. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Wie wäre es, Bildschirme vor dem Schlafengehen zu vermeiden? Das ist eine tolle Idee. Das blaue Licht von Bildschirmen kann Ihren Schlafzyklus stören. Danke für den Rat. Ich freue mich darauf, mich ausgeruhter zu fühlen. Lektion 35. Duftforschung. Wie wäre es, wenn wir heute gemeinsam ein paar neue Düfte entdecken? Oh, ich liebe diese Idee. Verschiedene Düfte auszuprobieren ist immer spannend. Ich auch. Es ist etwas Besonderes, einen Duft zu finden, der Resonanz findet.
Genau. Jeder Duft kann unterschiedliche Erinnerungen und Gefühle hervorrufen. Ich bin gespannt, welche neuen Optionen es im Shop gibt. Ja, ich hoffe, etwas Frisches und Einzigartiges für die Saison zu finden. Machen wir daraus einen unterhaltsamen Ausflug. Wir können verschiedene Düfte probieren. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen neue Favoriten zu entdecken. Das wird eine wunderbare Erfahrung. Lass uns gehen. Lektion 36. Besprechungsbestätigung. Können Sie den Zeitpunkt des Treffens bestätigen? Sicherlich. Ich werde es für Sie notieren, damit wir es nicht vergessen. Das weiß ich zu schätzen. Es ist wichtig, den Überblick über unsere Zeitpläne zu behalten. Ja, vor allem, weil diese Woche so viel passiert. Ich möchte sicherstellen, dass wir beide vorbereitet sind und uns einig sind. Absolut. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Meeting. Wenn sich etwas ändert, stellen wir sicher, dass wir uns gegenseitig sofort auf dem Laufenden halten. Definitiv. Wenn wir in Kontakt bleiben, bleiben wir auf dem Laufenden. Ich freue mich auf unsere Diskussion. Es sollte produktiv sein.